Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir ändern nun eine Queue im Programmer. Auch die beste Planung hilft nichts. Irgendwann ist in jedem Projekt der Punkt gekommen, an dem man eine bestehende Lichtstimmung in einer Queue anpassen möchte. Zum Glück bietet DMX Control 3 hier unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Die eine Variante, die Anpassung mithilfe des Programmers, schauen wir uns in diesem Video an. Die andere Variante, die Anpassung mithilfe der Queue-Hinzufüge-Optionen, schauen wir uns im nächsten Video an. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier bereits eine Lichtstimmung vorbereitet. Das habe ich getan, indem ich einfach die entsprechende Queue ausgeführt habe. Diese in der Queue gespeicherte Lichtstimmung möchte ich jetzt aber anpassen, denn sie gefällt mir nicht mehr so ganz. Ich hätte hier oben viel lieber ein Grün. Um diese Anpassung jetzt durchzuführen, stoppe ich als allererstes die Queue-Liste. Als nächstes muss ich die entsprechende Queue auswählen. Das geht, indem man ganz einfach hier in das vorderste Feld der entsprechenden Queue klickt. Bei ausgewählter Queue kann man nun mit der rechten Maustaste auf die Queue klicken und die Option Edit in Programmer auswählen. Dadurch wird diese Queue in den Programmer geladen. Außerdem werden alle Scheinwerfer und Scheinwerfergruppen in der Stage View ausgewählt, die nun von dieser Queue beeinflusst werden. Das dient als kleine Unterstützung. Nun können wir unsere Anpassungen vornehmen, also beispielsweise die obere Scheinwerfergruppe auswählen und entsprechend grün einfärben. Haben wir unsere Änderungen durchgeführt, können wir mithilfe des Update-Buttons die Queue aktualisieren. Möchten wir die Änderungen nicht durchführen, weil wir beispielsweise uns verklickt haben oder die Anpassungen doch nicht so gut finden, können wir mithilfe des Clear-Buttons die Änderungen löschen. Dann wird die Queue nicht aktualisiert. Da wir die Änderungen aber durchführen möchten, klicken wir jetzt auf den Update-Button. Nun können wir uns die Änderungen anschauen, indem wir einfach die Queue-Liste starten. Wie wir sehen, wurde die entsprechende Lichtstimmung nun aktualisiert. Ihr seht also, das hat einen Vorteil, dass man ganz einfach Queues aktualisieren kann. Der Nachteil allerdings ist, dass Teile einer Lichtstimmung bei der Aktualisierung verdeckt sein können. Das sehen wir uns mit Hilfe der zweiten Queue an. Als erstes schauen wir uns an, welche Lichtstimmung darin gespeichert ist. Wie wir sehen, ist hier ein Lila in der oberen Reihe, ein Rot in der Mitte und ein Blau in der unteren Reihe gespeichert. Alle Scheinwerfer sind also aktiv. Nun passen wir diese Queue entsprechend an. Wir laden sie wieder in den Programmer und sehen jetzt jedoch, dass nur für die ersten beiden Scheinwerfergruppen Werte gespeichert sind. Und wir sehen auch, dass nur in der Mitte die Scheinwerfer tatsächlich aktiv sind. Das liegt daran, dass wir jetzt hier aufeinander aufbauende Queues verwenden. Das heißt, wir haben in der ersten Queue Einstellungen gespeichert, die wir nun für die zweite Queue wiederverwenden. Ein Beispiel hierfür ist der Dimmerwert. Wir haben bereits in der ersten Queue gespeichert, dass der Dimmerwert für die obere Scheinwerfergruppe auf 100 sein soll. Da wir hier keine Änderungen in dieser Queue durchführen, ist dieser Wert hier auch nicht gespeichert. Noch viel umfassender sind die Auswirkungen für die dritte Scheinwerfergruppe. Denn da wir hier die Werte der ersten Queue vollständig übernehmen, sind hier keinerlei Werte gespeichert. Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Die erste und einfachste Variante ist einfach, wir arrangieren uns damit. Denn für ganz einfache Änderungen, bei denen ich sofort im Voraus weiß, welche Änderungen ich überhaupt durchführen möchte, also beispielsweise die Moving Heads hier ein wenig dunkler machen, dann muss ich hier keine großen Änderungen machen, sondern passe einfach den Dimmerwert an und klicke auf Update. Bei komplexeren Änderungen oder bei Änderungen, wo ich schon sehen möchte, welche Auswirkungen das auf das Gesamtsystem hat, muss ich mir ein wenig behelfen. Die eine Möglichkeit hierbei ist, einfach einen temporären Dimmerwert mit einzufügen. Also
Ich wähle beispielsweise die obere Scheinwerfergruppe aus und durch den Doppelklick gerade habe ich sie aktiviert, also den Dimmerwert auf 100% gesetzt. So sehe ich die Scheinwerfer nun und kann meine Änderungen durchführen. Kurz bevor ich mein Update abschließe, mit dem Klick auf den Update-Button, lösche ich ganz einfach den Dimmerwert wieder aus dem Programmer heraus und so habe ich wieder dieselben Scheinwerferwerte gespeichert wie zuvor, nur entsprechend angepasst. Die andere Variante ist es, die Q-Liste ganz einfach bis zu dieser Stelle auszuführen. Das heißt, wenn wir jetzt die zweite Q anpassen möchten, führen wir die Q-Liste bis zu diesem Punkt aus und passen dann unsere Q entsprechend an. So sehen wir alle Werte, die sich hier vor der Q geändert haben, bereits in der Stage View und können entsprechend unsere Lichtstimmung daran anpassen. Das geht ganz einfach, indem wir hier bei ausgewählter Q einen Rechtsklick darauf machen und auf Go To klicken. Nun werden entsprechend alle vor der Q befindlichen Qs ausgeführt und auch diese Q wird ausgeführt. Nun können wir diese wieder in den Programmer laden und haben jetzt die Lichtstimmung aktiv und können unsere Einstellungen vornehmen. Für eine ganz spezielle Situation bietet die Anpassung im Programmer noch eine weitere Möglichkeit an. Nämlich, wenn wir bereits in einer Live-Situation sind und Publikum beispielsweise schon im Saal ist. Dann kann es vorkommen, dass auch gerade schon eine Lichtstimmung ausgegeben wird, wir aber noch kurz Änderungen durchführen müssen, weil uns etwas aufgefallen ist. Würden wir jetzt diese Q ganz einfach in den Programmer laden, so wäre diese auch auf der Anlage sichtbar und das wäre entsprechend schlecht. Zum Glück bietet DMX Control hier eine entsprechende Option an. Wenn wir die Q ausgewählt haben, wählen wir einfach die Option Edit in Programmer Blind aus. Dann wird die Q ebenfalls in den Programmer geladen, aber die Änderungen werden nicht in der Stage View und damit auch auf die Saalanlage ausgegeben. So können wir jetzt hier unsere ganzen Änderungen durchführen, ohne dass der aktuelle Spielbetrieb beeinflusst wird. Wir sehen also, mit diesen einfachen Möglichkeiten können wir Qs mithilfe des Programmers anpassen. Wie das mithilfe der Q-Hinzufüge-Option geht, sehen wir, wie gesagt, im nächsten Video.